Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute wird es nicht Endstufe, heute wird es Endstufe hoch 2. Wie ihr euch vielleicht zurückerinnern könnt, haben wir mit dem Jon Olsen gemeinsam ein Projekt umgesetzt. Wir haben den RS6 Plus mit dem Namen Phoenix gebaut, der super laut war, super extrem aussah, Aerofelgen drauf hatte, also ein wirkliches Unikat, das sehr, sehr viel durchs Netz ging und bei euch auch für sehr viel Zustimmung gesorgt hat. Jetzt war es natürlich so, dass wir uns einfach überlegt haben, wie können wir zu dem Thema nochmal einen oben draufsetzen? Wie schaffen wir das? Was viele von euch gar nicht wissen, ist, dass wir in der Firma Abt Sportsline nicht nur das klassische Tuning machen, sondern dort auch eine Abteilung haben, die voll auf Elektromobilität spezialisiert ist. Und da haben wir in den letzten Jahren schon vieles umgesetzt, viel Know-how gesammelt, starten ja auch in der Formel E. Und über all dieses Know-how, das wir jetzt verfügen, haben wir gesagt, lass uns das bündeln und lass uns mal gemeinsam einen raushauen mit einem Straßenauto, das wir euch zeigen können. Also haben wir einen RS6 genommen, der schon 735 PS hat und haben nochmal knapp 300 PS oben drauf gesetzt mit einem Elektromotor, sodass wir jetzt einen RS6 besitzen, der über 1000 PS Leistung hat und somit schon auf LaFerrari-Niveau ist. Das ist der weltweit allererste RS6 mit Hybridantrieb, ein absolutes Unikat. Es wird euch wegblasen, das verspreche ich euch. Und bevor wir jetzt gleich damit auf die Straße gehen, schaut ihn euch an. Das ist der Abt RS6. Let's go. So, hier steht er also, der RS6E mit 1000 PS in voller Pracht. Natürlich schon mal optisch absolut aggressives Design. Eine Folierung, die wirklich auch dieses E-Thema spielen soll, dass man einfach weiß, um was es hier geht. Sehr aggressiv gewählt mit dem Grün. An der Seite haben wir das E1000, das ist der Projektname vom Auto. Ich denke relativ selbsterklärend. 1000 für die 1000 PS. Ansonsten haben wir auch hier Aerofelgen benutzt, zwar mit einer anderen Felge wie beim Jon Olsen Auto, aber unsere GR hier mit dem Felgenaufsatz, der dann auch relativ bald so zu haben sein wird. Aber bei diesem Auto ging es uns nicht nur ums Design, natürlich muss es gut ausschauen, es muss alles stimmig sein, es muss harmonieren, aber es ging uns darum, euch Technologie zu zeigen und die ist in dem Fall auch wirklich sichtbar, nämlich wenn wir jetzt mal hinten aufmachen. Da haben wir nämlich hier hinten, dort wo die Batterie verbaut ist, auch so einen kleinen Plexiglas-Ausschnitt gemacht, damit man auch mal wirklich sehen kann, was drunter steckt. Denn genau hier befindet sich die Batterie. Die Batterie hat 13,6 Kilowattstunden. Ich erzähle euch im Auto, für was das gut ist. Das rote, was ihr hier sehen könnt, das ist der Inverter dann noch. Aber hier hinten befindet sich auf jeden Fall kein Elektromotor. Der sitzt woanders, aber natürlich ist es ein komplettes geschlossenes System mit eigenem Steuergerät natürlich, das lange erprobt wurde mit viel Technologie dahinter. Also hier sitzt die Batterie gewichtstechnisch, das Gesamtsystem liegt ungefähr bei 200 Kilo, die zusätzlich ins Auto kommen. Und der Motor an sich ist für euch leider nicht zu sehen, der sitzt, damit ihr euch mal bildlich vorstellen könnt, ungefähr hier mittig unterhalb vom Auto. Na, wir müssten eigentlich fast unten reinschauen, um ihn zu sehen. Der ist, und da haben wir natürlich überlegt, wie kann man das am schlauesten machen. Es gibt ja verschiedene Konzepte, man kann Radnabenmotoren entwickeln und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Elektroantrieb anzuschließen. Wir haben uns jetzt bei diesem Auto dazu entschieden, den Elektromotor direkt an der Kardanwelle anzuschließen, weil das für uns, ich will nicht sagen, der einfachste Weg war, weil es war verdammt kompliziert, das so zu machen. Aber das haben wir einfach als beste Lösung gesehen, deswegen haben wir das so gemacht. Können wir aber euch jetzt natürlich nicht zeigen, weil wir den Motor nicht ausbauen können. Aber Elektromotor ist jetzt auch nicht etwas, was man noch nicht gesehen hätte oder was jetzt total verrückt aussieht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dieser Elektromotor Boosts abgeben kann. Und wenn ich sage Boosts, dann kommen wir zum nächsten Thema. Der RS6 mit dem normalen V8 hat ja schon mit der Leistungssteigerung 920 Newtonmeter.
Jetzt mit dem Elektromotor, der nochmal 370 Newtonmeter hat, kommen wir dadurch auf ein Gesamtdrehmoment von fast 1300 Newtonmeter. Und das, Leute, das wird uns gleich in den Sitz pressen, wie es und ich und wir alle wahrscheinlich noch nicht erlebt haben, nämlich gewaltig, richtig gewaltig. Jetzt gibt es nur eins dazu zu sagen und deswegen kommen wir jetzt zum Boost und machen hier mal auf. Da das so viel Drehmoment und so viel Leistung ist, kann man nicht von null weg diese Leistung und dieses Drehmoment zulassen. Das wäre zu viel, dafür ist der RS6 schlichtweg nicht ausgelegt, das würde er nicht überleben. Deswegen haben wir hier im Auto einen Boost-Button eingebaut. Und dieser Boost-Button, den können wir dann gleich zusammen ab 100 km/h zünden. Das heißt, ich drücke nachher hier drauf und dann schaltet sich sozusagen der Elektromotor mit dazu und wir haben die volle Leistung und werden richtig krass für 10 Sekunden durchbeschleunigen. Also bis wir anstehen bei 300 noch was. Das ist wirklich richtig, richtig derbe. Ihr könnt es euch ein bisschen vorstellen wie früher bei den Need for Speed Filmen, wenn einer so ein NOS im Auto hatte, ne? Wenn dann einfach nur mit dem Lachgas boomt, so geboostet hat. Genau das machen wir jetzt auch, aber eben mit einem Elektromotor. Und das ist einfach richtig geil. Das System selbst hat ja diese 13,6 Kilowattstunden, die sind ungefähr gut für, ich sag mal, knapp 20 Boosts, die wir damit machen können, wenn wir sie am Stück machen würden. Das System ist aber natürlich auch so, dass er sich die ganze Zeit durchs Fahren dann wieder selber auflädt. Das heißt, man kann es nicht genau messen. Das hängt natürlich davon zusammen, wie man fährt, wie man über die Energierückgewinnung, über die Rekuperation zurückspeist. Aber man kann das System dann selbstständig im Prinzip durchfahren wieder aufladen. Ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen. Wir haben natürlich noch einen Aktivierungsknopf, ne, mit dem wir das System aktivieren. Und auch noch einen Notaus-Button, falls irgendwas wäre, dass jetzt irgendwie irgendwas spinnt oder irgendwas nicht funktioniert. Dann hat man einfach halt natürlich noch dieses Sicherheitstool, dass wir einfach nur hier diesen Button drücken und dann schaltet sich das System ab und wir fahren wieder nur mit Verbrennungsmotor. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir kümmern uns um den geilsten Part und fahren das Ding jetzt. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. So, jetzt machen wir uns hier mal auf den Weg auf die Autobahn, denn wir wollen natürlich eine gute Strecke mit freier Fahrt jetzt finden, wo wir das volle Potenzial mal ausschöpfen können. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das hört, ne? Aber ist natürlich so, dass wir jetzt hier auch wirklich eine andere Soundkulisse haben. Also wir haben jetzt bei dem RS6 zwar eine andere Abgasanlage drin, das ist im Prinzip das komplette RS6R-Kit, das wir hier dran haben, aber es ging uns natürlich jetzt nicht drum, wie beim Phoenix, ne, Straight Pipes und nur hier scheppern, sondern jetzt nimmt man ja auch wirklich aktiv den E-Motor mit wahr. Und das ganze Sounderlebnis vermischt sich sozusagen. Das heißt, wir hören so ein Surren vom E-Motor, vermischt mit dem Klang des RS6. Es klingt schon sehr abgespaced, muss ich sagen. Sehr ungewohnt. Wie so einem Raumschiff. Vollgas. Und natürlich auch die Rekuperation nimmt man jetzt wahr. Das heißt, du hast einmal die Beschleunigung, die du hörst, und aber auch die Rekuperation. Das heißt, man nimmt das die ganze Zeit wahr. Und wenn wir natürlich jetzt dann gleich noch boosten, wenn wir jetzt gleich den Knopf drücken, dann werden wir es richtig hören. Der RS6E, so wie er jetzt hier steht, ist für uns aber, damit ihr das auch nicht falsch versteht, ist für uns ein Konzeptauto. Also wir haben jetzt gerade nicht die Ambition zu sagen, wir wollen jetzt übermorgen so ein Auto verkaufen,
Es ist einfach ein Prototyp, der für uns einfach mal dazu dienen sollte, uns wirklich selber auszutoben, selber zu schauen, hey, wo kann die Reise hingehen, wie kann auch das Tuning der Zukunft vielleicht ausschauen. Denn uns ist, glaube ich, als Firma schon bewusst, dass Tuning und Mobilität sich in den nächsten Jahren sehr stark verändern wird. Es wird viel in die Thematik Elektromobilität kommen und wir wollten uns einfach selbst die Aufgabe stellen, so ein bisschen die bestehende Tuning-Welt mit dieser neuen Welt zu verbinden und einfach diesen RS6 dann so zu bauen. Aber so wie jetzt ist es einfach immer noch ein Konzept und wird auch jetzt nicht verkauft werden. Das heißt, es bleibt ein Einzelstück, ein absolutes Unikat und ja, und war wirklich eine Herausforderung. Also das muss man wirklich sagen. Es geht um viele Themen. Wie ist das Packaging von der Batterie? Wo positioniert man das? Wie wird alles gekühlt? Wie kühlt der Motor? Also es ist schon sehr komplex, weil wir ja nicht hier irgendwie eine eigene Karosse entwickelt haben, sondern einfach wirklich in ein bestehendes System reingehen, das eigentlich nicht darauf ausgelegt ist. Deswegen ist es natürlich schon noch so, dass das Ganze temperatursensibel ist. Deswegen kann man jetzt auch nicht ununterbrochen am Stück boosten. Da wäre dann schon irgendwann mal temperaturtechnisch das auf jeden Fall ein Problem und würde dann deraten. Also das sind viele Challenges, viele Herausforderungen. Da hat man auch schon wirklich viele Testkilometer gefahren. Also ist natürlich immer leicht, dann so ein Endprodukt zu präsentieren und zu zeigen, dass es funktioniert. Aber der Weg dorthin war wirklich schwer. Und es ist nicht einfach, aber ich finde es einfach wirklich cool und ich bin richtig stolz auf die Jungs, dass die wirklich dann jetzt sowas, diese Challenge erstmal angenommen haben und das dann auch wirklich umgesetzt haben. Und jetzt suche ich mir den Spot und dann werden wir jetzt gleich mal das erste Mal hier draufdrücken und dann hoffe ich, dass es uns alle gemeinsam wegboostet. Bist du nervös? Ich bin richtig nervös irgendwie. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich bin sehr gespannt. Denn, das muss ich jetzt dazu sagen, Leute, ist jetzt auch das erste Mal für mich, dass ich diesen Knopf drücke. Ich wollte explizit im Vorfeld nicht das Ganze für mich schon mal ausprobieren, weil wir dann wirklich unverblümte Reaktionen haben und diese erste Emotion einfach vorhanden ist. Deswegen, ich bin echt gespannt. Ich weiß auch noch gar nicht, wie stark ich es mir vorstellen soll, wie krass es sein wird. Von Erzählungen anderer ist es auf jeden Fall mega. Wir nähern uns jetzt unserer Strecke. Okay, so, wir sind jetzt an der Stelle angekommen, wo wir es gleich das erste Mal ausprobieren. Das System ist aktiviert, hier ebenfalls aktiviert. Das heißt, soweit müsste jetzt alles funktionieren. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir hier auch vom Verkehr her einen einigermaßen freien Slot bekommen werden. Ich weiß jetzt noch nicht so, was uns jetzt gleich erwartet, aber wir werden es jetzt herausfinden. Die Stunde der Wahrheit sozusagen. Das heißt, ab 100 können wir drücken. Vorher beschleunigen wir ganz normal mit Verbrennungsmotor. Bist du bereit? Okay. 170, 200, 230, 250, 280, Scheiße, was? Oh, ich musste bei 290, wo habe ich jetzt lieber abgebrochen mit diesen ganzen Autos hier, ne? Aber was war das denn? Bis 100 ist die Beschleunigung ja schon abartig, weil der RS6 ja so schon so krass beschleunigt. Aber du merkst so extrem und du hörst es, ne? Hast du auch gehört? Ja. Du hörst es, wie auf einmal Das Zischen. Zischen kommt. Wirklich wie im Film und du merkst so richtig so, das Ding schiebt und schiebt und schiebt. Also 100 bis 200 war sowas von schnell. Boah, Alter. unglaublich, unglaublich. Wahnsinn. Nochmal. Oh, nochmal, oder? Klar. Okay, pass auf. ...160, 180, 200, 230, 250. Leck. Ist das geil, Alter. Das ist ja mega.
was das für ein Schieber macht. Ne? So, du fährst schon, bist erstmal so, oh, und dann nochmal so, nochmal rein. Drück dich einfach voll rein, ne? Total. Ich muss gerade echt überlegen, ob ich schon mal irgendwas in der Form erlebt habe, aber ich glaub's nicht. Fuck. Ist das genial. Ist das genial. Also ich habe schon erwartet, dass man den Schub merkt, aber man merkt ihn wirklich deutlich. Du merkst wirklich richtig wie ein hammergeil. Richtig krass. Richtig krass. Geil. Richtig geil. So, also ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Oh mein Gott. Was haben wir da gebaut, Leute? Wir haben euch lange auf die Folter gespannt, was das neue Auto sein wird, aber ich glaube, das Warten hat sich gelohnt. Denn das Ding hier ist einzigartig, einmalig, drückt uns in den Sitz rein, unfassbar. Das ist für mich Emotion, das ist Tuning 2.0, das ist das Verbinden von zwei Welten und ich bin einfach nur super stolz auf das, was wir hier gebaut haben. Und hoffe, dass ihr es auch seid, hoffe, dass ihr auch ein Like da lasst und dass wir euch mit diesem Video viel Freude machen konnten. Ich hoffe, wir können noch viel in der Zukunft mit diesem Auto machen. Das wäre natürlich auch ein Auto, um Leute mitzunehmen, ne? Da kommen die Mörderreaktionen. Aber um es jetzt abzuschließen, einfach nur ein Dankeschön an alle, die an diesem Projekt beteiligt waren, alle, die dafür geschuftet haben, alle, die das möglich gemacht haben und an euch fürs Zuschauen und dafür, dass ihr hoffentlich abonniert habt und ein Teil vom Team All The Way Up seid. In diesem Sinne, haut rein, genießt den Tag. Ciao. Nothing can stop me, I'm all the way up.